Hej, mit navn er Kali. Jeg er 4 år gammel. Jeg mærker mig selv lykkelig, og min yndlingsfarve er rødt og sort. Hallo und herzlich willkommen an Bord der Motoryacht Magic Moments. Wir sind unterwegs auf unserer Urlaubsreise rund um Dänemark. Und wie man leicht erkennen kann, fahren wir mit dem Boot. Heute ist der 16. Tag unserer Reise und die Bedingungen sind nicht optimal. Wir haben heute Morgen in Hals am Ausgang des Limfjords abgelegt. Unser Ziel ist die Insel Anholt im Kattegat. Die Strecke ist ungefähr 43 Seemeilen lang. Zugegeben, die allgemeine Großwetterlage war uns eindeutig bekannt. Wind zwischen 5 und 7 Beaufort aus südöstlicher Richtung, Regen und Starkregen, der in Gewittern über die gesamte Ostsee zieht. Wir haben noch getankt und sind früh los, denn der Regen sollte erst später einsetzen. Jetzt ist aber später und wir kämpfen uns mit ca. 8 Knoten Geschwindigkeit gegen die kurze, ruppige Ostseewelle. Jeder, der unser letztes Video aus dieser Reihe gesehen hat, weiß auch, dass wir auf Anholt angekommen sind. Und für alle, die das nicht wissen, fassen wir noch einmal unseren Turn rund um Dänemark kurz zusammen. Es sieht ungefähr so aus, was wir bisher befahren haben und was wir noch fahren wollen. Nach einer anstrengenden Fahrt kommen wir auf Anholt an. Im Hafen ist es proppenvoll, aber wir bekommen tatsächlich den allerletzten Platz an einem normalen Steg. Es gefällt uns auf Anhieb hier gut. Der nächste Morgen zeigt uns, dass die Wettervorhersage stimmt. Kühles, aber sonniges Wetter mit geringer Regenmöglichkeit und bis zu 9 Beaufort Wind auf der See. Heute kommt niemand mit einem Boot hier an und niemand fährt weg. Wir nutzen den Tag und erkunden die Insel mit dem Rad. Los geht's! Anholt ist ein großer Touristenmagnet. Die Unterkünfte finden sich weit verstreut in allen Landesteilen. Straßen und Wege gibt es allerdings nur wenige. Tja, ich weiß es nicht. Aber links ist besser als rechts. Da ist der Funkturm. Neben dem Hafen ist dies die einzige Anhäufung von Gebäuden. Man könnte also Ortschaft sagen. Aber wie man sehen kann, gibt es nicht nur im Hafen Touristen. Hier ist ordentlich Besuch auf der Insel. Wir suchen den Weg zum Leuchtturm, verirren uns aber zunächst zum Flughafen. Das ist die zweite Möglichkeit, nach Anholt zu kommen. Der Flieger.
Dann stellen wir fest, es gibt keinen Weg zum Leuchtturm. Zumindest keinen, der mit dem Fahrrad befahrbar wäre. Nur ein Sandpfad führt quer über die Insel und den kann man höchstens mit dem Geländewagen befahren oder zu Fuß belaufen. Also begnügen wir uns mit einem Trip auf die Dünen. Der größte Teil der Insel ist von seinen Bewohnern vor 200 Jahren gerodet worden. Der einzige kleine Wald hier sind diese Nadelbäume. Holz war Handelsware. Leider wurde nie aufgeforstet, sodass die Bewohner über dieses Areal als Wüste sprechen. Von hier aus sind es ca. 7 Kilometer bis zum Leuchtturm. Die Strecke ist für den Skipper mit seinem immer noch beschädigten Knie leider nicht zu machen. Wir bleiben hier. Yippie! Weiter geht es zum Südstrand der Insel. Der starke Wind heute ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Retour geht es wieder in Richtung Hauptort. Und dort finden wir ein nettes Plätzchen, ein Gartencafé mit schönem Flair. Wir können nicht widerstehen. Nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen sind wir unglaublich froh, dass es nur noch bergab geht bis zum Hafen. Los geht's! Im zweiten Teil des Tages müssen wir leider auf die Sonne verzichten. Der Wind aber bleibt und beschert dem Strand neben dem Hafen eine ordentliche Brandung. Einigen Gästen und unserer Tochter gefällt's. Wir stellen fest, dass der Wetterbericht eine sehr gute Vorhersage gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist heute ein Fahren mit dem Boot wirklich nicht möglich. Aber was soll's? Wir sind hier auf der sonnenverwöhntesten Insel der Ostsee. Genießen wir die Zeit. Man kann sich gut vorstellen, dass bei so vielen Gästen die Plätze in den wenigen Restaurants knapp sind. So bleibt für uns heute nur der Smoothie, der für uns kocht. So, wir brauchen Zucker. Fassen wir also zusammen. Anholt ist eine Reise wert, auch wenn es noch so voll ist im Hafen. Nach Abschluss dieser Saison schrieb übrigens der Hafenmeister auf seiner Homepage, dass er sich für diese Fülle im Sommer entschuldigt. So voll sei es wohl noch nie gewesen. Immerhin, wir sind gut untergekommen. Interessanterweise sehen wir hier an der Ostsee einige elektrische Kapriolen. Selten zuvor haben wir sowas schon mal gesehen. Die meisten Skipper sind sich der elektrischen Sicherheit heutzutage doch absolut bewusst, aber hier gibt es Ausnahmen. Der nächste Tag. So, noch nicht. Die Kelly hat die Leine noch nicht los. Wieder stimmt die Wettervorhersage und wir haben tolles Wetter. Wir warten noch auf die Kelly. Also geht es heute weiter Richtung Öresund. So, die andere Leine. Das erst schmeiß hinten, lass liegen, andere Leine. Okay, super. Jetzt feste ziehen die Leine gleich rein, hinter dich. Rein, ne? Ja, genau. Pass auf, wenn sie nass wird, dass du... Ey, guck mal, da hilft dir einer. Sag, thank you. Die Leine vorne lösen.
Unser Ablegemanöver ist spannend, weil wir auf die Mithilfe unserer beiden Nebenlieger angewiesen sind. Wir freuen uns, dass es überhaupt klappt und alle anwesend sind. Ich fahre. Schieß die Leine auf. Bitte, danke, ja. Super. Das war sehr gut, das Manöver. Das hat total gut geklappt. Die Kelly macht die Fender, sehr gut. Danach kannst du die Tür zumachen, Kelly. Und danach den anderen Fender. Die Reihen im Hafen lichten sich jetzt. Draußen auf der See steht eine Dünung, die uns sanft hin und her schaukelt. Sehr angenehm. Wir kommen schnell in Gleitfahrt und die 2,5 Stunden Fahrt vergehen problemlos. Schwedens Küste zeigt sich. Links liegt Schweden, rechts Dänemark. Der Verkehr hier ist schon sehr ordentlich, so dass wir auf der Ostseite des Gewässers bleiben. Wir wollen nach Dänemark, nach Helsingør. Erst kurz vorher überlegen wir uns, doch auf der schwedischen Seite zu bleiben und Helsingborg anzusteuern. Es liegt direkt gegenüber in Schweden. Wir können gut Schloss Kronborg in Helsingør sehen, eigentlich eines unserer heutigen Ziele. Jetzt aber steuern wir den Hafen Norrahamn an. Er ist groß und bietet viele Liegeplätze. Kein Problem, hier unterzukommen. Vom ersten Eindruck an sind wir schwer begeistert. Hier gibt es neben dem Automaten auch einen Menschen als Hafenmeister. Die Bebauung um den Hafen herum ist sehr passend gewählt und bietet ein schönes Flair. Der Hafen selbst ist gut besucht, es wird dauernd ein- und ausgefahren. Die Steganlagen sind top und im Hafengebäude gibt es tatsächlich eine Sauna für die Lieger. Unsere Liegekosten können wir vom Boot aus mit einer App begleichen. Funktioniert hervorragend. Es war auch nicht teuer. Jetzt sind wir also in Schweden. Wir sind gespannt auf das neue, unbekannte Land. Also wollen wir schnellstens die Gegend erkunden. Helsingborg ist eine große Hafenstadt, in der Industrie und Fischfang schon immer eine Rolle gespielt hat. Sowohl der Transportweg durch den Öresund, der hier vorbeiführt, ist wichtig, als auch die permanente Fährverbindung auf die dänische Seite. Der Hafen ist der zweitgrößte von ganz Schweden.
Helsingborg ist die 8. größte Stadt Schwedens mit ca. 100.000 Einwohnern. Wir finden im Internet heraus, dass die Altstadt durchaus sehenswert ist und wir laufen los, um sie zu erkunden. Auf einem Marktplatz treffen wir diese folkloristischen Gaukler. Sehr nett anzusehen. Das Straßenbild ist sauber, aufgeräumt und allgemein sehr einladend. Es gibt hier einen historischen Turm einer ehemaligen Burg. Der liegt auf einer Anhöhe und kann bestiegen werden. Wir erinnern uns, dass auch schon andere Bootsfahrer vor uns ihren Aufstieg dokumentiert haben. YouTube zeigt es halt. Da können wir nicht nachstehen und bezahlen den kleinen Eintritt für den Turm sehr gerne. Toll fanden wir es, dass am Eintrittsschalter die kassierende Dame nur aufgrund kleiner äußerer Anzeichen treffsicher auf unsere Nationalität geschlossen hat. Sie war hocherfreut, ausländische Besucher zu haben, überreichte uns wie selbstverständlich einen deutschsprachigen Führer für das Museum und versuchte sich in einigen deutschen Wörtern. Unglaublich nett. Die Aussicht vom Turm ist beeindruckend. Wir entdecken einige interessante Punkte von hier oben. Also, wir stehen jetzt hier auf dem höchsten Turm von Schweden. Nee, wie heißt denn das hier nochmal? Helsingborg. Ach so, ja, nicht Hühnersdorf. Helsingborg. Und gucken direkt auf den Sund, den Öresund. Und hinter uns fährt die Fähre nach Dänemark. Cool, schön hier. Nein, die fährt erstmal. Auf dem Rückweg geht es weiter zum Spielplatz. Hier wird schon schnell deutlich, dass die Bevölkerung scheinbar deutlich multikultureller ist als im Nachbarland Dänemark. Hier gibt es sehr schöne Ecken oberhalb der City. Zurück am Wasser finden wir den Fährhafen und das Rathaus. Diese öffentliche Rasenfläche sieht schon beinahe künstlich aus. Sie ist es aber nicht und somit ein Zeichen der tollen Pflege, die man in den öffentlichen Anlagen überall sieht. Wir sind begeistert. Wir haben bereits heute Nachmittag etwas gesnackt. Abends besuchen wir eine Pizzeria und stellen fest, dass das Essen nicht nur preislich völlig okay ist, sondern dass wir als Touristen höchst willkommen sind und eine der besten Pizzen unseres Lebens gegessen haben. Klasse! Die Freundlichkeit gegenüber den Touristen spüren wir heute den ganzen Tag lang. An jedem Verkaufsstand, im Restaurant oder auch im Hafen sind alle sehr aufgeschlossen. Für uns fühlt sich der Aufenthalt in Schweden deutlich anders an als die Zeit in Dänemark. Bilden wir uns das nur ein? Tatsache ist, dass wir heute mit einigen Menschen ins Gespräch gekommen sind, was wir in Dänemark doch so vermisst haben. Auch in Schweden gilt, quasi jeder spricht Englisch. Das macht es natürlich einfach. Helsingborg hat uns gut gefallen.
Aber heute steht noch etwas anderes auf dem Plan. Wir fahren wieder nach Dänemark und besuchen die Hauptstadt Kopenhagen. Aber zunächst nehmen wir noch die schwedische Tankstelle mit, denn wir haben seit Hals nicht mehr getankt. Los. Heute ist ein Bombenwetter und wir genießen den blauen Himmel und die flache See. Helfer einer vor der Einfahrt. Der doch weg, oder? Der ist doch gerade raus. Wir müssen aufpassen, dass wir dem Fährverkehr zwischen Schweden und Dänemark nicht zu nahe kommen. Mit ihrer Geschwindigkeit fahren die Fähren in einem Viertelstundentakt hin und her. Und immer sind es gleich richtig große Pötte. Wir beschleunigen rasch auf Gleitfahrt, damit der Kollege hinter uns von uns nicht gestört wird. Nach einer Dreiviertelstunde auf dem Öresund kommen wir an. Wir haben uns lange vorher gefragt, welchen der vielen Häfen in Kopenhagen wir denn nehmen würden. Sicher ist, dass wir bestimmt nicht das einzige Boot in der Hauptstadt sind, das einen Liegeplatz sucht. Gerne würden wir zentral in der City liegen. Aber wir haben Sorge, dass wir dort nicht vernünftig unterkommen. Unsere Wahl fiel auf den ersten nördlichen Hafen, den Zwernemüllehäfen. Das gesamte Areal hat über 1000 Plätze. Hier werden wir bestimmt etwas finden. Und tatsächlich, ein prima Platz außen am Steg ist für uns. Das Hafengebäude dieses Bereiches liegt gleich hinter dem Steg. Wir kommen an und sind erst einmal zufrieden. Idyllisch liegt der Hafen nicht. Auf der anderen Kanalseite hören wir die Großbaustelle, da der Wind ungünstig weht. Aber was soll das Klagen? Wir wollen ja auch nicht die Zeit im Hafen verbringen. Hier wollen wir 2 Tage liegen. Wir satteln die Fahrräder und machen uns gleich auf, das große Sightseeing zu starten. Heute ist unsere erste Fahrradtour auf dem dänischen Festland. Wir merken gleich, dass das Netz der Fahrradwege eine andere Ausbaustufe hat als unser heimisches. Tolle Sache! Dann nähern wir uns unserem ersten Spot auf dieser Tour.
Wir sind nicht ganz sicher, wo wir genau hin müssen. Aber hinter diesen Treppen müsste es eigentlich sein. Kannst du es? Da ist es, das Wahrzeichen Dänemarks. Die kleine Meerjungfrau, die sich durch jeden Trailer unserer Filmreihe zieht. Wir merken, sie ist wirklich klein. Und dann erkennt man auch schnell, warum viele Aufnahmen von ihr oft gegen den Himmel gemacht werden. Die Umgebung des Hafenbereichs ist gar kein so schöner Background für dieses Motiv. Aber egal, wir sind am Wasser und haben eigentlich das Ziel unserer langen Reise an dieser Stelle erreicht. Was wollen wir mehr? Nächste Station ist der Gelionsbrunnen. Der hat auch schon über stolze 100 Jahre auf dem Buckel. Nett anzusehen. Mit den Rädern sind wir blitzeschnell von einem Spot zum nächsten. Und jetzt wird es königlich im Schloss Amalienburg. Der Wintersitz der Königsfamilie hat schon ordentliche Ausmaße. Die Palastwache hat heute wenig zu tun, denn kein Mitglied der Königsfamilie ist anwesend. Die Flaggen auf dem Dach zeigen das an. Trotzdem, dieses Personal ist ein Eyecatcher. Gleich hinter dem Schloss befindet sich das größte Kuppelgebäude Skandinaviens. Das kreisrunde Kirchenschiff ist innen gar nicht so groß, wie man es von außen vermutet. Aber die Details dieser evangelischen Kirche zeigen die tolle Baukunst und eine sehr, sehr ordentliche Instandhaltung. Dann schmeißen wir uns ins Getümmel zu den anderen Touristen. Heute ist Samstag und so wundert es nicht, dass wir wahrlich nicht alleine sind. Denn Nyhavn ist vermutlich der Hotspot am Wasser in der Kopenhagener City. Die Bilder sprechen Bände. In diesem Stichkanal können auch Sportboote liegen. Aber es gibt keinen Service und die Plätze sind begrenzt. Hier liegt man jetzt schon im Päckchen. Die Dänen beflaggen ja reichlich und gerne. Aber so viele Dannenburg-Flaggen auf einmal haben wir noch nie gesehen. Und hier spielt der ambitionierte Musikant für die Touristen auf. Leider aber nur zum Schein, denn die Musik kommt aus einem Hacken-Porsche. Als wir die Bemerkung darüber fallen lassen, wird er zu uns auch noch sehr frech. Aber gut, wir sind ja auch nur Touristen. 3 von ganz, ganz vielen. Dieser riesengroße Platz ist umgeben von einem riesengroßen Kreisverkehr. Selbst nach 100 Runden wird einem nicht schlecht, so riesig ist er. Dann geht es auf die Shoppingmeile. Keinen Unterschied zu heimischen Straßen. Die Metropole bietet seinen Besuchern ein modernes Bild. Man muss schon manchmal in die Höhe schauen, um noch die Überbleibsel von früher zu sichten. Dieses Kunstwerk zeigt die Göttin Diana, die versucht, ein kleines Pelztier zu fangen. Hier residierte schon vor über 230 Jahren ein Kirschnerbetrieb. In der zweiten Reihe hinter der Haupteinkaufsstraße kommt aber gleich ein historisches Bild zum Vorschein. Es gibt sehr viele alte Gebäude, die meisten davon in tadellosem Zustand. Mama ist sauer, weil sie gesagt hat,
Der Königspalast Christiansborg hat eine eigene Schlosskirche. Eigentlich ist es nur eine Kapelle. Hier gehen die Hochherrschaftlichen zur Kirche, heiraten oder bekommen hier ihre Totenmesse gelesen. Bald alle Flächen im Innenbereich sind aus Marmor. Wertvoller kann man kaum bauen. Gleich nebenan findet sich das Gebäude der alten Kopenhagener Börse. Ein total charakteristischer Baustil findet sein i-Tüpfelchen mit diesem Turm und seiner irren spiralförmigen Spitze. Wir queren auf einer der zahlreichen Brücken den Kanal und laufen auf die andere Seite. Die Wasserfläche hier gehört scheinbar den allereinfachsten Freizeitkapitänen. Hier wird scheinbar nur zum Spaß gefahren. Na dann, viel Spaß! Der Stadtteil Christianshäfen ist einer der ganz alten und historischen. Wir kommen zum Wilderskanal, der eigentlich eine gute Liegeadresse ist. Aber diese Informationen scheinen auch andere zu haben, deshalb ist jeder Platz belegt. Gleich hinter diesem Kanal liegt noch eines der Hotspots in diesem Stadtteil. Die alte Barockkirche mit einer Spiraltreppe rund um die Kirchturmspitze. Der Aufstieg muss ein Erlebnis sein. Man sagt auch von ihr, sie sei der Stairway to Heaven. Vielleicht schaffen wir ja dort morgen einen Besuch. Aber reizvoll sind diese Liegeplätze durchaus. Vielleicht ist es außerhalb der Hochsaison leichter, hier zu liegen. Wir glauben, dass wir eine schlaue Entscheidung getroffen haben, weit außen mit dem Boot zu bleiben. Und hier sind wir dann auch schon im Spaßbereich und auf der Fressmeile dieses Stadtteils. Die Dänen haben das eigentlich gut gemacht. Alte Gebäude instand gehalten, neue moderne Bauformen daneben gesetzt und das Ganze mit dem nötigen Besuchermagneten garniert. Klasse. Das Flair am Wasser ist schon spitze hier. Diese moderne Brücke ist allein schon ein Hingucker. Auch hier ist die Vorfahrt für Fahrräder allgegenwärtig. Vermutlich sind es Einheimische und Touristen, die sich hier am Wasser vergnügen und entspannen. Wir sind nach so viel Sightseeing ganz schön geschlaucht und genießen noch einen Blick über die Szenerie. Wir finden dann ganz schnell heraus, dass wir absolut genug gesehen haben heute und unsere Beine uns nicht mehr tragen wollen. Wir treten die Rückfahrt an, mitten durch die City. Es sind etwa 20 Minuten bis zu unserem Steg. Morgen wollen wir noch andere Sehenswürdigkeiten besuchen. Eigentlich. Aber später auf dem Boot werden wir diesen Plan kippen. Es war tatsächlich schön in Kopenhagen, aber für so viele städtische Erlebnisse scheinen unsere Körper wohl nicht gebaut zu sein. Auf dem Rückweg kaufen wir noch etwas Proviant und gehen abends noch im Hafenrestaurant essen. Der letzte Spaziergang bietet uns noch einen Ausblick über den Öresund. Da wird uns klar, dass wir doch nur einen Katzensprung von Schweden entfernt sind. Was bedeutet das für uns? Zumindest sind wir stolz, dass unsere Rundfahrt um Dänemark heute einen Höhepunkt bekommen hat. Wir schlafen heute sehr gut. Gute Nacht! So, ich fahre, mach los! Los! Moment, ist los! Geht ich los? Ja. Und durch. Guten Morgen. Heute ist wieder einer der Tage, an dem wir unseren Plan über Bord werfen. Eigentlich dachten wir, dass wir 2 Tage lang in Kopenhagen bleiben würden. Nach unserem gestrigen Sightseeing fehlt uns aber die Lust
uns einen weiteren Tag ins Getümmel zu schmeißen. Den Tag davor sind wir ja per Zufall in Schweden gelandet und es hat uns dort sehr gut gefallen. Jetzt wollen wir es wissen. Können wir das wiederholen und noch einen schönen Aufenthalt in Schweden haben? Unsere Planänderung bedeutet, heute geht es nach Schweden. Kopenhagen ist 100%ig eine bedeutsame Hauptstadt Europas und hat auf uns einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Natürlich war es dort recht voll, was Boote und Menschen angeht, aber trotzdem ein absolutes Must-See. Doch wir müssen feststellen, einen Kontakt mit Dänen hatten wir dort auch nicht. Weder im Hafen noch anderswo. Es bleibt also dabei, wir kommen einfach nicht näher an die Dänen heran. Schade. Das Wetter ist dominiert von einem sehr festen Hochdruckgebiet. Was uns hier seit 3 Tagen tolles Wetter beschert, das sorgt für unsere Heimat schon länger für richtig große Hitze. Gestern haben wir mit anderen Liegern in unserem Heimathafen gesprochen. Die erzählten uns, dass der Rhein immer weniger Wasser führe und dass die Hafeneinfahrt deshalb bald wohl nicht mehr passierbar sei. Das gibt uns sehr zu denken. Wir hatten ja eigentlich vor, nach unserem Urlaub das Boot an der Nordsee etwas länger liegen zu lassen. Wenn wir aber in einigen Wochen zurückkämen und dann der Wasserstand im Rhein wohl noch so tief ist, hätten wir wohl ein Problem. Darüber denken wir jetzt vermehrt nach. Jetzt aber setzen wir erstmal Kurs Südost und sind auch schon bald wieder aus Dänemark heraus. Blöderweise sind mittlerweile die Befestigungsösen unseres Rettungsrings kaputt. Salzwasser und UV-Strahlung haben ihr Werk vollbracht. Der Ring hängt jetzt quasi am seidenen Faden und wir hoffen, dass er die Fahrt noch übersteht, ohne ins Wasser zu plumpsen. Die Insel zu Backbord ist nichts als eine Festung, die vor vielen 100 Jahren schon angelegt wurde. Mittlerweile gibt es dort ein gutes Restaurant und beinahe 200 Bootsplätze. Das klingt erstmal nach einem interessanten Abstecher. Aber wir haben bereits unseren Liegeplatz in Schweden für heute Nacht gebucht. Also winken wir der Insel und fahren weiter. Stellt sich natürlich die Frage, was wird unser heutiges Ziel sein? Alle, die sich im Öresund auskennen, die ahnen es bereits. Wir fahren nach Malmö. Und wie der Zufall es will, liegen wir genau an dem Platz, wo vor einigen Jahren Anna und Marlene ihren ersten skandinavischen Winter verbracht haben. Platz A1. Auf geht's in die City.
Wir haben Mangel an Mineralwasser und so nehmen wir unseren Hacken-Porsche für den Transport mit. Es geht vorbei am Hauptbahnhof und der Post. Malmö ist die drittgrößte Stadt Schwedens und hat insbesondere bei der Bevölkerungsstruktur einen hohen Anteil an Zugereisten. Die Architektur der alten Gebäude zeigt klar, dass Malmö schon immer eine große Hafenstadt mit Handelsfunktion war. Monumentale Arbeits- und Geschäftshäuser prägen das Bild. Und dazu kommt das Miteinander mit moderner Bebauung, das häufig sehr gut optisch funktioniert. Das alte Rathaus mit dem Brunnen davor. Eine unechte Musikerin, fast wie in Kopenhagen am Hafen. Und hier ein wirklich echter Musiker. Wir besuchen das älteste Bauwerk Malmös, die St. Petri-Kirche. Die evangelische Kirche ist ein bedeutendes Beispiel der Ostsee-Backsteingotik. Als Vorbild gilt die Lübecker Marienkirche. Die Kirche wurde im 14. Jahrhundert erbaut, der Hauptaltar in 1611. Auch die Orgel in dieser Kirche scheint sehenswert. Wir haben sie aber leider nicht gehört. Einer uns gut bekannten Supermarktkette haben wir uns dann mit Mineralwasser eingedeckt. Gut, dass wir das zum Boot rollen können und nicht tragen müssen. Das Abendessen gibt es in der empfehlenswerten Pizzeria gleich neben unserem Anlegeplatz. Der Tag ist noch nicht zu Ende für uns. Jetzt geht es erstmal zum Spielplatz. Wie könnte es anders sein? Natürlich zieht uns auch das große Hochhaus an, Turning Torso genannt. Mit 190 Metern ist es der zweitgrößte Wolkenkratzer Skandinaviens und das vierthöchste Wohngebäude Europas. Es steht hier seit 2005. Wir finden es überaus eindrucksvoll. Gleich dahinter kommen wir zum Meer. Hier zeigt sich der Öresund von seiner beeindruckendsten Seite. Wir blicken auf die Öresundbrücke, die Dänemark und Schweden verbindet. Der heutige Sundowner sorgt noch einmal für Gänsehautstimmung. Genießt es!
Malmö empfinden wir als tolle Stadt, die uns unglaublich gut gefallen hat. Es gibt eine lockere Stimmung unter den Leuten, auch trotz eines hohen, wahrnehmbaren Ausländeranteils. Wir verstehen sehr gut, dass Anna und Marlene sich für eine so lange Zeit hier aufgehalten haben. Der Stadthafen Dokkan Marina ist bestimmt nichts für jedermann, aber der heutige Aufenthalt hier war für uns prima. Der Liegeplatz war etwas teurer als in Helsingborg, aber die Marina hat alles geboten, was man braucht. Wir haben online reserviert und die Abwicklung war wieder fehlerfrei und einfach. Die Zuweisung eines festen Liegeplatzes bei der Ankunft fanden wir als hilfreich. Tolles Feature: Im Büro des Hafenmeisters, der tatsächlich ein lebender Mensch war, gab es eine multifunktionale Kaffeemaschine für die Lieger. Klasse! Ungern verlassen wir diesen tollen Ort, aber wir haben wohl eine neue Entscheidung getroffen. Unsere Erkenntnis nach dem zweiten Schwedenbesuch ist aber auch eindeutig. Vieles gefällt uns gerade in den Städten Schwedens besser als in denen Dänemarks. Die Situation am Heimathafen bereitet uns keine Freude. Das Wasser im Rhein sinkt und wir laufen Gefahr, dass wir spät im Herbst nicht zurück in unseren Hafen fahren können. Unser gesamter Reiseplan der restlichen Fahrt ändert sich nun. Wir fahren jetzt nicht zurück in die Nordsee nach Wilhelmshaven, um dort die nächsten Wochen das Boot liegen zu lassen. Wir beeilen uns jetzt und fahren auf direktem Weg bis nach Hause. So wollen wir mit dem letzten möglichen Wasserstand des Rheins in unseren Hafen kommen. Das bedeutet, dass wir auf die Zeit in der dänischen Südsee leider verzichten müssen. Wir haben gestern Abend darüber diskutiert und haben uns einstimmig für diesen Weg entschieden. Also gibt es heute bei tollem Wetter einen großen Schlag bis in den Süden Dänemarks. Wir fahren nach Gedser. Jetzt aber durchfahren wir erstmal eines der größten Highlights unserer Reise: die Öresundbrücke. Es ist die weltweit längste Schrägseilbrücke mit Straßen- und Eisenbahnverkehr. Die Gesamtlänge sind knapp 8 Kilometer, die Hochbrücke selbst knapp 1100 Meter. Die großen 2 Pylonen sind über 200 Meter hoch. Ganz schön beeindruckend. Und wir sind so schnell dadurch. Wir nehmen das Nebenfahrwasser, das in der Höhe für uns mehr als ausreichend ist. Jetzt geht es Richtung Süd. Wir haben brauchbare Konditionen, sodass wir gut in Gleitfahrt fahren können. Aber höher muss die Welle auch nicht mehr werden. Das nächste Mal kommen wir in Landsicht bei Klintholm. Hier gibt es die berühmten Kreidefelsen, die vom Wasser aus schwer beeindrucken. Allerdings haben wir schon gehört, dass es von Land aus nicht so viel hergibt wie vom Wasser. Für uns ist es gleich, denn wir müssen noch weiter Kurs Südwest. Wir fahren um die südlichste Stelle Skandinaviens, der Gedser Odde. Der Yachthafen hier soll mittlerweile groß und brauchbar sein. Den steuern wir also an. Außerdem gibt es dort eine Tankstelle, die wir gut gebrauchen können.
Wir sind angekommen und haben gerade getankt. Jetzt verholen wir uns in eine Box mit Dalben. Das Wetter ist noch prima und wir machen uns ein Bild über die Umgebung. Aber der Turnführer hat recht. Es gibt hier nichts in der Umgebung, was einen Ausflug wirklich lohnen würde. Auch das Essensangebot ist hier schmal. Wir lernen unseren heutigen Hafenmeister kennen. Der Automat. Immerhin wird hier im dänischen Süden auch Deutsch als absolut gebräuchlich angesehen und das ist doch schon prima. Noch ist der Hafen leer, aber hier sammeln sich zum Abend hin viele Segler, die von hier aus den Absprung über die Ostsee nach Deutschland machen wollen. In der Zwischenzeit packen wir das Stand-Up-Paddleboard aus. Es war bereits viel zu wenig im Einsatz. Los geht's durch den Hafen und auch außerhalb will ich ein paar Meter machen. Unsere letzte Nacht in Dänemark verläuft unspektakulär. Am Morgen von Tag 22 brechen wir auf und setzen Kurs Deutschland. Das Wetter ist nicht optimal und wird uns heute ab mittags Wind, Welle und Regen bringen. Aber unser Plan steht, wir wollen zum Ende unseres Urlaubs im Heimathafen sein. Also los, keine Zeit zu verlieren. Die ersten 20 Minuten sind wir noch in Gleitfahrt unterwegs gewesen. Aber jetzt ist das aufgrund der Welle vorbei. Nach der Querung der Verkehrstrennungsgebiete in der Ostsee dreht der Wind auf Nordwest und schiebt uns eine kurze Welle direkt von Steuerbord unter unser Boot.
Also mal wieder Seitenwind und ein taumelndes Boot. Und wie so oft gilt, auf dem Video kann man die dauerhafte Belastung für Mensch und Material leider gar nicht wirkungsvoll einfangen. Und dann kommt er, der Regen mit einem noch stärkeren Wind. Wir wissen nicht genau woher, aber über unseren Radarbogen kommt ablaufendes Wasser bei uns im Cockpit an. Das hat auch noch gefehlt. Und apropos Radarbogen, unter der permanenten und schnellen Seitenbewegung beginnt er wieder stark zu quietschen. Scheinbar mag er einfach keine Ostseewelle. So eiern wir also durch die Lübecker Bucht mit dem Ziel Travemünde. Leider sind wir viel langsamer als wir wollten, obwohl wir stellenweise dank des seitlich-achterlichen Windes noch bis auf 10 Knoten kommen. Aber es nervt unglaublich, dass wir so durchgeschüttelt werden. Wie geht es weiter? Werden wir heute noch in Deutschland ankommen? Oder macht der Radarbogen schlapp? Wird das Wetter noch schlechter? Das alles zeigen wir euch in unserem nächsten Video. Bis hierher sagen wir vielen Dank fürs Anschauen und dranbleiben. Natürlich freuen wir uns über ein Like oder einen Kommentar und mit einem Abo und der aktivierten Glocke verpasst du unser nächstes Video garantiert nicht. Viele Grüße an alle und für alle auf dem Wasser, Handbreit.